Drei Tore, 3 Punkte und zwischendrin sogar für ein paar Stunden Platz 1. Ein sehr solider Fußballsamstag war das. Und damit willkommen aus Dortmund zu unserem Spieltagsrückblick. Hinter mir läuft noch das Training, aber wir haben gleich eine Verabredung mit einem Borussen zum Interview. Außerdem zeigen wir euch die Highlights vom Spiel der U23 gegen Lautern. Und beginnen wollen wir, ihr kennt das, mit den Netradio-Highlights. Emre Can gegen Pavao Pervan, der ist 1,94 groß. Emre Can trifft souverän, richtig gut. Ja! Richtig guter Elfmeter, links unten rein, 1:1 für den BVB in der 35. Minute. Jetzt fällt er bei dir, Nobby. Ist drinne. Ist drin? Wunderbar. Ist drin. Danke, Boris. Ich kann doch Elfmeter. Wieder Reus, halblinke Position. Reus, Malen, 18 Meter. Donny Malen! Und der Tor! zieht ab und der kann aus der Distanz und er macht's aus der Distanz. Er macht's aus 17 Meter. Daniel Malen mit seinem zweiten Bundesligator in der 55. Minute zum 2:1 für Borussia Dortmund. Zur verdienten Führung hier in Wolfsburg. Und jetzt das Geburtstagskind. Wow, das freut mich. Das war richtig gut gemacht von Donny. Aber nochmal der BVB. Brandt auf Reus. Reus zentral. Reus links raus. Brandt linke Strafraumkante. Brandt Flanke. Und Haaland! Erling Haaland! Gestreckt Ja! drückt den Ball zum 1:3 über die Linie. In der noch 80. Minute Erling Haaland. Haaland ist ein Wunder. Ein Wunder, Nobby. Ja, das kann man vielleicht so sagen. Der Flankengeber zum 3:1, ihr habt es gehört, war Julian Brandt und der hat sich eben Zeit für ein Gespräch mit mir genommen. Jule, knapp 12 Kilometer gelaufen gestern, 85 Ballkontakte, ein Assist, finde ich ein ziemlich gutes Arbeitszeugnis. Wie zufrieden bist du denn mit etwas Abstand einen Tag danach? Ja, es war auf jeden Fall schön, heute mit dem Sieg aufzuwachen. Gerade auch zum einen natürlich, weil er wichtig war in vielen Aspekten. Wegen dem Spiel natürlich in Lissabon, wegen der Situation in der Bundesliga. Und natürlich auch, weil es die Situation umso spannender macht nächste Woche. Also von daher gab es viele Gründe, das Spiel gewinnen zu wollen. Und es war ein sehr, sehr gutes Spiel von uns, worauf wir aufbauen können, wo wir wieder mit einer breiten Brust jetzt auch die nächsten Tage hier trainieren und am Wochenende noch spielen können. Du hast Lissabon erwähnt, der Trainer hat danach deutlich mehr Konsequenz eingefordert. Inwiefern hast du das Gefühl, dass ihr das als Mannschaft, du auch persönlich, das in Wolfsburg auch direkt eingelöst habt, umgesetzt habt? Ja gut, ich glaube, das in Lissabon tut natürlich noch extrem weh. Und ich glaube, grundsätzlich ist es erstmal wichtig, dass wir auch, was das angeht, eine Reaktion zeigen. Natürlich zum einen den Fans, aber auch uns selbst, weil das war nicht unser Gesicht, was wir da gezeigt haben. Solche Spiele wollen wir auch eigentlich am liebsten nie wieder erleben, weil wir es einfach besser können. Und ich glaube, dass das Wolfsburg-Spiel oder allgemein englische Wochen bergen dann natürlich auch immer wieder Chancen, wenn du alle 3 Tage spielst. Und wir wollten es uns auch selbst beweisen, dass wir direkt wieder aufstehen und weitermachen und uns damit nicht beschäftigen. Und das ist uns einfach gut gelungen. Marco Reus sagt gerne, dass man als Fußballspieler in so einen Flow kommen kann, vor allen Dingen über Spielpraxis. Ich fand dich jetzt in den letzten Spielen extrem aktiv, riesen Aktionsradius. Hast du das Gefühl, dass du in so einem Flow drin bist oder wäre das übertrieben? Ja, ich komme natürlich immer besser in Form. Also ich glaube, dass ich mir vieles für die Saison einfach vorgenommen habe und auch sehr, sehr hart und fokussiert daran arbeite und dass es immer mehr wieder bei mir auch zum einen die Lockerheit, aber auch dieses Selbstverständnis einfach wieder kommt. Klar, Marco hat natürlich recht, gerade gar nicht nur auf Spieler betrachtet, sondern allgemein auch auf eine Mannschaft kann man sich natürlich in den Flow spielen, wo für mich dieses Selbstverständnis dann einfach bei jedem wiederkommt. Klar, mir macht es extrem Spaß, in der Truppe momentan zu spielen. Ist zwar nicht immer leicht, weil natürlich viele Jungs bei uns jetzt auch verletzt waren in den letzten Wochen, aber trotz alledem haben wir eine Top-Truppe und ich bin natürlich froh, wenn ich bei mir selber auch merke, dass immer mehr Sachen wieder klappen.
Du hast das kommende Wochenende erwähnt, das Topspiel, die Bayern kommen nach Dortmund. Vom Kopf her, was ist die richtige Einstellung deiner Meinung nach, um in so ein Spiel zu gehen, wenn wirklich die beiden Mannschaften, die mit Abstand die Tabelle anführen, aufeinandertreffen? Ja, ich glaube, grundsätzlich kann sich der neutrale Fan erstmal schon mal auf so ein Spiel freuen. Ich glaube, dass unsere Fans heiß auf das Spiel sind, das hat man schon am Stuttgart-Spiel gesehen. Das hat man jetzt auch nochmal in Wolfsburg gesehen, die Mitreisenden, die da im Stadion waren. Ja, ich glaube, dass es ein spannendes Spiel wird. Oder ich hoffe zumindest, dass es ein spannendes Spiel wird, weil ja, so wie es ja momentan auch aussieht, werden wir fast ein volles Haus haben, werden viele Unterstützer da haben. Ich glaube, das wird ja, ein geiles Spiel werden. Wir wollen natürlich zum einen, wie ich schon gesagt habe, mit einer breiten Brust ins Spiel gehen, aber zum anderen natürlich auch ja, einfach das zeigen, was wir können. Fußball spielen, aktiv sein, natürlich auch gut verteidigen. Das gehört gegen so einen guten Gegner wie gegen Bayern dann dazu, aber trotz alledem ja, einfach zeigen, was wir drauf haben, und natürlich am Ende wollen wir das Spiel auch gewinnen. Und ich glaube, alles ist angerichtet. Klar, die Tabellensituation macht es alles nochmal ein bisschen spannender und schärfer, aber ja, wir haben jetzt eine gute Woche, fokussieren uns da gut drauf und dann sind wir Samstag da. Jetzt geht's von der Bundesliga in die 3. Liga. Tore gab's leider keine in der roten Erde zwischen unserer U23 und Kaiserslautern. Passiert ist trotzdem eine Menge. Hier kommen die Highlights kurz und knapp. Und damit machen wir den Deckel drauf und zünden die erste Kerze an. Wir haben jetzt noch ein paar Trainingseindrücke für euch und das Schlusswort hat Matteo Morey. Hallo BVB-Fans, ich wünsche euch einen schönen ersten Advent.